Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn ein astrologischer, kosmischer Höhepunkt jagt jetzt im Juli den nächsten. Und es katapultiert uns ziemlich raus aus der Komfortzone. Ja, es geht ans Eingemachte, im Innen wie im Außen. Die Spannungen nehmen zu, wir sind im Marsjahr. Und das zeigt sich immer mehr in dieser Welt. Mars bringt die Dinge in Bewegung, klar und deutlich. Er zeigt das auf, was wir verändern müssen, ob wir wollen oder nicht. Ja, es geht um die Essenz, um die Verantwortung, die wir haben, persönlich und gesellschaftlich. Deshalb nutze diese Zeit und die Energien, die jetzt auf uns wirken, um hinter dir zu lassen, was nicht mehr zu dir gehört, was nicht mehr mit dir im Einklang ist. Es ist jetzt die Zeit der Befreiung, die Zeit für den Sprung ins Neue, der uns mit dem kommenden Neumond und dem Mondknotenwechsel bevorsteht. Und ja, das Schicksal der Menschheit steht jetzt im Fokus. Das Wir. Die wilde Achterbahnfahrt der Atmosphärenenergien halten uns weiter in Atem, im inneren Stress, in der Unruhe und in körperlicher Instabilität, was viele deutlich spüren können. Aber auch die starke Sonnenaktivität. Immer mehr kosmische Strahlung dringt durch unser schwaches Erdmagnetfeld zu uns in die Erdatmosphäre. Hier auch nochmal der Hinweis zu meinen regelmäßigen Energie-Updates in meinem Blog, in denen ich über die Energien und die Symptome schreibe. Und natürlich können sich diese auch bei unseren Tieren zeigen, inklusive ungewöhnlicher Unruhe, und ganz sicher brauchen auch sie in dieser Zeit vermehrt unsere Aufmerksamkeit, vermehrt unsere Unterstützung. Achtet auf eure Intuition. Euer Körper sagt euch, was er braucht. Überfordert euch nicht, denn er braucht sehr viel Ruhe und Unterstützung in dieser Zeit, um sich an die extrem veränderten Energien anzupassen. Es sind diese erhöhten Frequenzen, die uns jetzt ganz stark zur Erweiterung unseres Bewusstseins, ja ganz stark zum Erwachen führen, hinein ins Neue. Die Schumann-Resonanz zeigt starke Auflösungen, ja Verschiebungen in den Feldladungen. Es gibt starke Übersteuerungen und die Ladungen sind sehr nervös und uneinheitlich. Ja, das Feld ist sehr schwach im Moment. Doch dieser Zustand ist es auch, der die Resonanz zum Alten jetzt immer mehr
schwinden lässt, sodass es darum geht, uns in unserem Leben völlig neu auszurichten, uns völlig neu zu ordnen. Und ja, da ich in dieser Zeit der starken Energieerhöhung, der energetischen Turbulenzen immer wieder auch auf die körperliche Unterstützung hinweise, vor allem auf die Entgiftung, schreibe ich auch immer wieder Beiträge zur Kraft der Pflanzen, die uns unterstützen. Vor kurzem habe ich erst zur Heilkraft der Zitrone geschrieben, aber auch über die Königskerze, die eine große Unterstützung besonders bei Atemwegsproblemen bietet. Das alte Wissen um die Heilpflanzen ist so wichtig, doch leider von der modernen Medizin verdrängt worden, deren Nebenwirkungen nicht unerheblich sind. Letztendlich ist es immer unser Körper, der sich selbst heilt. Und die Natur, mit der wir seit jeher und in unserem tiefsten Ursprung verbunden sind, bietet alles, was wir brauchen. Und ja, unsere Selbstvorsorge, unsere Selbstfürsorge, unsere Eigenverantwortung wird in Zukunft auch im Bereich des alten Gesundheitswesens immer wichtiger werden. Doch zurück zu den Atemwegsproblemen, die sich bei Menschen und auch bei den Tieren in dieser Zeit immer mehr zeigen, die sehr hartnäckig und sehr langanhaltend sind. Ich habe sehr viele Zuschriften erhalten von Menschen, denen es gerade im Moment so geht. Mit Husten, Verschleimungen, Entzündungen bis hin zu Allergien und Lungenerkrankungen. Und ja, das ist es auch, was sich seelisch im Moment ganz stark zeigt. So viel Verdrängtes, so lange Hingenommenes will sich lösen. Der Atem steht energetisch für die Verbindung mit unserem Umfeld, für die Verbindung mit dem Universum, für die Verbindung mit uns selbst. Und ja, unser Atem kann auch unsere Hirnströme beeinflussen. Ein tiefes und entspanntes Atmen ist unglaublich wichtig. Störungen können auf Themen wie Angst oder die Weigerung, das Leben ganz anzunehmen, hinweisen. Wer oder was schränkt meinen Lebensraum so ein, dass ich nicht richtig atmen kann? Oh ja, die Seele spricht durch unseren Körper. Bei Bronchitis möchte sich der Körper von etwas Belastenden befreien und oft ist es auch Ausdruck von Problemen und Auseinandersetzungen im näheren Umfeld. Manchmal auch Totschweigen. Husten ist der Wille, etwas laut herauszulassen, auch das Gefühl von Unterdrückung. Die Lunge steht für Trauer und emotionale Wunden, die sich energetisch durch Ängste, durch Lebensmüdigkeit, durch Verzweiflung ausdrücken können. Aber auch für das tiefe Bedürfnis
nach Liebe und Selbstvertrauen. Ja, Atemprobleme stehen oft im Zusammenhang mit dem Mangel an Zuversicht, dem Prozess des Lebens zu vertrauen, sich selbst nicht frei leben zu können, nicht frei atmen zu können, sich erstickt fühlen, eingeschränkt fühlen durch das Lebensumfeld, durch Lebensumstände, durch Beziehungen oder in der Familie. Und ja, bei Asthma zeigt sich auch eine Form des unterdrückten Weinens. Vieles können wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ertragen, nicht mehr vertragen, was mit den zunehmenden Allergien zusammenhängt. Manipulationen und Lügen kommen nun immer mehr ans Licht und es ist der Widerstand gegen etwas, das nicht verarbeitet werden will, das wir nicht als gegeben hinnehmen wollen. Oh ja, ihr Lieben, das ist jetzt ganz stark im Feld. Und es hat auch mit der persönlichen und kollektiven Befreiung zu tun, die jetzt ansteht. Unsere fühlende Seelensprache spricht immer lauter. Und zusätzlich hängen diese Probleme derzeit auch mit der starken Energieerhöhung, mit den Störungen im solarterrestrischen Potentialaustausch, mit der starken Entgiftung durch die turbulenten Atmosphärenenergien zusammen, die Verschleimungen und auch Probleme in den Atemwegen erzeugen können. Die Erhöhung unseres Bewusstseins und die Veränderungen hier auf dieser Erde gehen Hand in Hand. Wir sind energetische Wesen, ihr Lieben. Empfindliche Schleimhäute, Magen-Darm-Probleme, all das hängt damit zusammen, was sich verändert in den Energien und wir spüren das ganz, ganz deutlich. Unser Körper ist sehr sensibel im Moment. Und ja, auch Probleme mit dem Lymphfluss, schwere Beine, Wassereinlagerungen und so weiter. Unser Lymphsystem ist unser Schutz- und Reinigungssystem. Die Lymphe können energetisch aber auch auf alte Denkweisen hinweisen, darauf, das Wesentliche nicht zu sehen, zu viel im Außen zu sein und zu wenig auf sich selbst zu achten. Und ja, auch das Blut steht seit einiger Zeit im Fokus, das energetisch für den Fluss des Lebens steht. Bluthochdruck steht für innere Anspannung, für ungelöste Konflikte, für Unausgesprochenes, für emotionale Probleme, für ständiges Unterdruckstehen. Und ja, auch Kreislaufprobleme, Schwindel, Kopfdruck und so weiter sind im Moment sehr häufig. Sie hängen seelisch auch mit Überforderung zusammen, mit mangelndem Selbstwertgefühl, mit Hoffnungslosigkeit, mit mangelnder Durchsetzungskraft, mit Verwirrung in den Gedanken
und auch die Weigerung, die Realität zu sehen. Auch der Widerstand und Blockierungen gegen das Neue zeigen sich hier, ganz speziell auch in Migräne. Und ja, ihr Lieben, das sind nur ein paar Ursachen, die seelisch, energetisch hinter körperlichen Problemen stehen können, denn das Ganze ist noch viel komplexer, wenn man in die Tiefen der Seele schaut. Und ja, um auch das nicht unerwähnt zu lassen, viele der plötzlichen Zusammenbrüche und körperlichen Gebrechen derzeit hängen auch mit körperlichen und seelischen Manipulationen zusammen, die vor einiger Zeit geschehen sind. Das zeigt sich ganz klar und wird mir auch von meinen Klienten berichtet. Und ja, ihr Lieben, das Thema ist auch in den kommenden Monaten wieder ganz stark im Feld. Und nicht nur deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt aufwachen, ihr Lieben, dass wir zusammenstehen, dass wir uns befreien. Die Zeit der Pioniere beginnt, die uns auffordert, endlich ins Tun, ins Handeln zu kommen, unserem Fühlen zu folgen und völlig neue Wege zu beschreiten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure